Hallo, ich bin Moritz Knapp. Ich bin hier im Jewish Chamber Orchestra der Schlagzeuger. Und ich bin vom Niederrhein ursprünglich, aber fürs Studium damals, vor vielen Jahren, bin ich nach Bayern gekommen. Ja, da erzähle ich immer gerne eine Anekdote aus Kindertagen. Da kann ich mich nicht so richtig selbst dran erinnern, aber da muss ich sehr klein gewesen sein. Und da gab es ein Sommerfest in der Musikschule, wo die ganze Bühne voller Schlagwerk stand. Und da bin ich hin und war völlig begeistert, 3/4 Stunde lang konzentriert zugehört. Und daraufhin war klar, das muss ich mal alles lernen. Und so kam es dann auch. Und als Jugendlicher habe ich das Ganze dann intensiver betrieben und schlussendlich dann zum Beruf gemacht. Damals gab es ein schönes Projekt, wo der Stummfilm Das alte Gesetz aufgeführt werden sollte. Und da gab es viele Termine, eine Reise und so weiter. Und weil ich gerade mein Masterstudium durch hatte, hatte ich dafür Zeit. Und bei diesem Projekt bin ich ins Orchester reingekommen und in der Reise hatte ich dann direkt die Gelegenheit, mich hier einzuleben. Ja, hier ist es sehr schön, dass wir abwechslungsreiche Programme haben. Und gerade für mich als Schlagzeuger, dadurch, dass wir Kammermusik spielen und viele Stücke auch neu instrumentiert werden für diese Besetzung, gibt es immer wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viele neue Instrumente und für mich ist der Anwendungsbereich total vielseitig. Bei diesem Projekt zum Beispiel, wo wir gerade hier stehen, werde ich auch eine Sirenenpfeife spielen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und das ist nur ein Beispiel für ständig neu vorkommende Instrumente. Außerdem mag ich sehr an dem Orchester Momente der Inspiration, wenn man hier rumreist und zum Beispiel irgendwo im Nirgendwo auf dem Land alte Synagogen bespielen darf, die einfach unglaublich schön sind und wo man nicht geglaubt hätte, dass da diese Kultur noch herrscht oder diese Kulturorte noch vorhanden sind. Darüber hinaus gab es so ein paar spezielle, besondere Projekte, die wir, also besonders dann, wenn wir Programme öfter spielen, zum Beispiel das Werk, mit dem ich hier reingekommen bin, Das alte Gesetz. Das haben wir immer wieder mal gespielt und dadurch, dass man das Werk so gut kennt und wir damals in der Biennale, wo wir das uraufgeführt hatten, auch ein richtig tolles Konzert hatten, prägt mich das bis heute, dass wir das immer wieder schön spielen können. Und ein sehr intensiver Moment war auch, als wir eine Dokumentation über Auschwitz musikalisch begleitet haben. Das ist ein Jugendprogramm. Und in solchen Momenten spielt man nicht einfach nur Musik, sondern die Musik kriegt eine unendliche Tragweite und was Inniges und sowas, was einen mitnimmt, das finde ich immer wahnsinnig spannend in der Musik zu entdecken und das hat man nicht in jedem Ensemble.